Moment ist ja ein ganz aktuelles Thema in Deutschland, aber ich denke mal, es ist symbolisch eigentlich insgesamt für den Planeten und für die Menschheit insgesamt. Das Thema Wald. Hier bei uns ist es der Hambacher Wald, ein uralter Wald, der gerodet werden soll, damit man Braunkohle fördern kann. Das führt im Moment zu viel Widerstand und zu sehr viel Diskussion und das finde ich sehr schön. Es gab dort bei einer Aktion oder Demonstration einen tödlich Verletzten, der aus einem Baum gefallen ist oder aus einer Brücke, von einer Hängebrücke, selbstgebauten Brücke gestürzt ist und dabei tödlich verunglückt ist. Das ist schade. Was auch nicht schön ist, das ist, wenn man die Leute, die dort hinkommen, um etwas zu sichern, also die Polizeikräfte, die dort sind, wenn man die tödlich provoziert oder beleidigt oder sie angreift. Ich denke, das ist auch nicht okay, sondern ein friedlicher Widerstand, weil es geht ja um das Geistige, um den Geist und um das Bewusstsein und die Emotionen. Das gehört ja alles mit zu uns. Und wenn man etwas machen kann dort, sich verhalten kann, Aktionen machen kann, die erstmal dieses weltweit auch zum Thema machen, dann beschäftigen sich auch Menschen in anderen Ländern und auch auf anderen Kontinenten mit der Frage, was ist eigentlich ein Baum? Und das führt uns auf der einen Seite zusammen und es bringt uns auch höher in unserem Bewusstsein auf der einen Seite, weil wir mehr verstehen, mehr Verständnis haben. Auf der anderen Seite verwurzelt es uns auch mit dem Hier und Jetzt und mit diesem Planeten Erde, auf dem wir leben. Denn hier wachsen ja die Bäume, sie wachsen weder in der Sonne noch auf dem Mond und auch nicht auf dem Mars. Und es ist bislang kein einziger Stern oder Planet bekannt im gesamten Universum, auf dem es überhaupt ein vergleichbares Leben gibt. Oder Bäume schon gar nicht. Darum kann man mal davon ausgehen, dass dies eventuell der einzige Planet ist, auf dem es diese Formen von Leben gibt. Und da denke ich, ist es auch gut, wenn man sich selbst bescheiden verhält und in seinen Erwartungen für das eigene Ego und vielleicht mal dafür mehr Dankbarkeit entsendet, dafür, dass man hier leben darf und dafür, dass man auch dieses Zusammenleben erleben darf. Zusammen mit den Tieren, Pflanzen, Bäumen, mit allem, was da ist, mit den Steinen, mit dem Sand, mit dem Meer, mit den Flüssen, mit den Bächen, mit der Luft, mit den Wolken, mit allem können wir hier gemeinsam leben. Und das ist sehr schön. Und dieses ist der große Wandel. Der Wandel unseres Denkens, unseres Geistes und unseres Verhaltens. Das verändert auch das Sein. Ja. Und da sollten wir weitermachen. Jetzt müssen wir gerade überlegen, was wollte ich sagen. Hier schneide ich mal.
ja, insgesamt diese Situation, in der wir uns befinden, es ist auf der einen Seite so, man hat manchmal den Eindruck, als würde die Masse schlafwandeln oder sich so in einer Art Trauma befinden. Jeder hat in sich oder vor seinem geistigen Auge etwas, eine bestimmte Vorstellung, ist vielleicht übertrieben, nicht eine bildliche Vorstellung, aber eine emotionale Vorstellung, wie er gerne leben möchte und den Tag verbringen möchte und wie er Gemeinschaft leben möchte. Es ist aber anders, als die Wirklichkeit ist. Aber der Wunsch ist da, es anders zu leben, und es ist auch die Kraft da, die in insgesamt ist in uns, dass wir das verändern können. Der einzige Punkt ist einfach, dass wir es dann auch machen. Anfangen. Und es wird nicht auf die Art und Weise gehen, dass sich jeder selbst bereichert und auch diesen Weg gehen. Ich will so viel profitieren wie möglich und ich verkaufe alles, was ich habe, und ich verkaufe jede Emotion und jeden Gedanken. Daraus will ich Geld machen und mich bereichern, und dann kaufe ich mir wieder tote Dinge. Dann habe ich noch mehr tote Dinge und dann bin ich noch mehr angesehen in der Nachbarschaft, weil ich so viele schöne tote Dinge habe. Und dann bin ich letztendlich vielleicht der König der toten Dinge, und da sage ich persönlich aber nicht. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und ich brauche das auch gar nicht, sondern ich möchte diesen emotionalen Reichtum leben. Und den Reichtum an Liebe, an Nächstenliebe, an Emotionen, an Fühlen. Ja, ich bin hier zu Hause, Planet. Ja. Dies ist mein Zuhause. Ich liebe ihn. Ich liebe das Leben darauf. Ich liebe die Tiere, die Pflanzen, die Bäume, die Bäche, die Flüsse, die Erde. Alles, was hier ist. Die Berge, die Felsen. Da bin ich zu Hause, und hier wandelt auch meine Seele. Wenn ich meinen Körper abgebe, bin ich trotzdem hier. Meine Seele ist da mit meiner Seele, mein Geist, und mit meinem Geist auch meine Emotionen. Das heißt, meine Liebe ist auch hier. Auch wenn ich jetzt irgendwann mal wahrscheinlich ja mal den Körper abgebe, ist meine Liebe trotzdem. Und das ist etwas, das ist schön, und deshalb bin ich auch nicht verunsichert, was die Zukunft betrifft. Okay, so ist es. Also, und lasst uns friedlich agieren. Nicht im Zorn, sondern mit Liebe und Güte. Das heißt auch vergeben den anderen. Wir alle machen Fehler und wir alle haben Fehler gemacht. Und darum ist das gegenseitige Verzeihen auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Jeder kann sich selbst auch offenbaren, seine Fehler offenbaren, und sollte es tun. Das ist wichtig. Ja, das wollte ich jetzt erstmal sagen für heute. Okay, also bleibt schön friedlich bei den Aktionen, aber geistig weitreichend und emotional. Das ist es, ja. Ja, und lasst uns versuchen, wenn wir merken, dass wir zu einer Seite hin
zu viel Energie entwickelt haben. Wir merken innerlich, dass wir unglücklich sind, damit versuchen, es wieder in die Waage zu bringen. So. Also, ich wünsche uns allen einen tollen Fortschritt und ein tolles Aufwachen und eine große Dynamik und dass uns jeden Tag etwas Schönes an Veränderung gelingt. Für alle, für die gesamte Menschheit auf diesem Planeten und für alle Wesen auf diesem Planeten. Auch für alle anderen Wesen erkennbar und nachvollziehbar, dass wir auf einem Aufwärtsweg sind, was unsere Weiterentwicklung betrifft. Darum ist auch nicht alles sinnlos, was manche wollen, oder unbedeutend. Wer das sucht, das Unbedeutende und das Nichts, der möge auch dorthin abwandern in das Nichts. Und ich liebe das Sein und ich liebe, dass etwas eine Bedeutung hat und dass es etwas gibt, woher ich komme, dass es etwas gibt, wo ich bin und wo ich fühle, so sind die Zusammenhänge und das ist der Sinn. Und auch zu wissen, dass ich mich selber auch entwickle. Genauso wie alle anderen. Aber ich habe mich immer sehr geistig beschäftigt. Und mit dem Sein hier und mit dem Zusammenleben mit den anderen Wesen. In der Natur, mit den Tieren, mit den Bäumen. In der Natur sein, dieses Großartige. Ja. Und dafür bin ich sehr dankbar. Hier bin ich zu Hause. Okay? Also, Shalom, macht etwas Schönes.